Irgendwann hatte ich ein Tief gehabt, da hatte ich alle Schweißarbeiten hatte ich erledigt, mit Heckklappe, Türen, die A6-Türgriffe reingemacht, vorne die Motorhaube verlängert, dann das komplette Auto im Füller gewesen und dann kam halt der Schreck, ne? Vorne an der Motorhaube habe ich dann gesehen, da kommt eine Blase. Die Emotionen vom Auto sind natürlich durch den G-Lader schon echt Wahnsinn, weil der G-Lader natürlich einen sehr geilen Sound hat. Beim Turbo natürlich klar, wenn der Turbo pfeift, zischt und so, ist natürlich auch mega gut, aber der G-Lader, der brummt halt schon von unten rum, ne? Und dieser Klang, das gab es halt damals so, das hört man heutzutage gar nicht mehr so. Und überall, wo man immer vorbeifährt, die Leute drehen sich halt um, denken, was kommt denn da angefahren? Ne? Und ja, also der ist schon recht laut. Und dadurch, dass der G-Lader natürlich RS bearbeitet ist, der wurde damals bei SLS Motorsport überarbeitet, RS bearbeitet. Dann kam ein kleineres Laderad drauf, ein Chip drauf, eine andere Nockenwelle drauf, so dass ich halt Leistungsstufe 3 habe. Und ja, dann wurde noch mal ein bisschen was an der Software geändert und ja, dadurch brummt er natürlich auch noch doller als ein originaler G-Lader. Und das ist halt natürlich das, was halt die Emotion halt so, wo man dann halt sagt, so wenn man sich reinsetzt, alleine erstmal die Größe, das ist was ganz anderes als heutzutage die Autos, ne? Und ja, sobald man das Auto anmacht, ne, das ist dann halt wirklich, da spielen die Emotionen dann verrückt, das ist dann halt wie Gänsehaut, ne? Das ist echt cool. Ich bin der Marcel, komme aus Berlin und das ist mein Polo G40. Sauerkrauts. The authentic streetwear brand for petrolheads. Besuche unseren Online-Shop und finde dein Lieblingsstück. Es war damals so, ich habe meinen Führerschein gemacht mit 17,5 oder so. Dann habe ich Freunde gehabt, die teilweise dann schon Führerschein hatten. Und da waren ein paar dabei, die dann halt so ein Polo, so ein Coupé oder als Steilheck sich damals gekauft haben. Und wir fanden es halt echt witzig, so, ja, so ein Polo-Club. Ne? Damals hatten wir halt einen Polo-Club gemacht und daraufhin kam das dann, ne? Dass ich dann halt auch gerne so ein Polo mir kaufen wollen würde. Und Golf 2, Golf 1, das hatten sie damals halt relativ viel und Caddy und so. Und ich wollte halt was anderes haben, so was halt nicht unbedingt jetzt jeder hat. Und daraufhin haben wir dann halt geguckt und ich habe dann halt mir den Polo dann ausgesucht. Das ist auch mein erstes Auto. Den habe ich vor 20 Jahren halt gekauft und seitdem halt in meinem Besitz. Ich hatte damals ein paar Autos im Internet gefunden und habe den gefunden, der war in grün und der hat mir so optisch ganz gut gefallen. War von einer älteren Dame, hatte 90.000 Kilometer gerade mal runter, also sie hat das Ding eigentlich nur zum Einkaufen benutzt und den haben wir uns angeguckt. War auch hier in Berlin und von daher dachte ich so, den gucken wir uns mal an. So und ja, Probefahrt gemacht, war total begeistert von dem Auto und ja, klar, als erstes Auto, ne, gleich mitgenommen. Ne? Der Motor war damals ein 45 PSer
Und anfangs gut, war okay. Ne? Dann habe ich irgendwann gedacht, ja, ist mir zu langsam, baust du um. Und dann habe ich einen anderen Motor eingebaut, einen 55 PSer NZ-Motor, den dann auch ein bisschen scharf gemacht mit scharfe Nockenwelle und so, was man halt alles so gemacht hat. Das wurde dann auch irgendwann wieder ein bisschen zu langsam. Dann dachte ich mir, dann habe ich von einem Kumpel damals einen 75 PSer Motor gekriegt, den 3F-Motor. Ja, komm, den bauen wir ein. Nacht- und Nebelaktion, einmal über Nacht schnell das Ding eingebaut. Ne? Und ja, das war dann auch halt gut. Der war dann halt auch eine Weile drin, bis ich dann irgendwann gesagt habe, gut, okay, jetzt wird das Auto halt mal komplett lackiert und dass ich halt einmal von vorne eben mal anfange. Und dann kam halt eins zum anderen. Eigentlich wollte ich halt nur den lackieren lassen und dann weiterfahren. So, und dann kam halt der G40-Motor noch, den ich dann angeboten gekriegt habe, was ein gutes Angebot war mit allem drum und dran. Und dann habe ich kurz entschlossen gesagt, okay, jetzt kommt ein neuer Motor rein. Und daher, ja, das ist jetzt der Motor, der halt drin ist. Innenraum habe ich alles satteln lassen. Himmel, die ganzen Säulen und die Sitze, Königssitze sind das, die habe ich satteln lassen. Die Türverkleidung habe ich machen lassen. Ja, in so einem beigen Kunstleder halt. Innen drin habe ich halt den Kofferraumausbau gemacht. Den habe ich schon relativ lang da drin. Da habe ich auch die Schnapspullen hinten drin. Die liegen da, glaube ich, schon seit bestimmt 15, 16 Jahren drin. Den Kofferraumausbau hatte ich damals halt mit beigen Teppich bezogen, hatte die Pullen halt da reingemacht und so bin ich damals halt noch mit dem gefahren, wo er noch in grün war, wo er noch nicht komplett umgebaut war. Und ich fand's halt gut, ne? Ich fand's halt witzig, jeder, der reingeguckt hat, hat halt gelacht, fand es halt witzig geil. Ne? Und ja, dann habe ich gedacht, okay, das lässt du einfach so und beziehst es halt dann auch mit beigen Leder, was ich dann halt selber gemacht habe. In der Mitte habe ich dann noch halt die Endstufe von der Anlage und habe die hinten halt aufgeschraubt, verkehrt rum rangebaut und dann alles mit Licht ein bisschen gemacht, dass es halt ein bisschen im Dunkeln halt vielleicht ein bisschen schick aussieht. Ne? So, außerdem habe ich noch im Innenraum elektrische Fensterheber verbaut, die original von Volkswagen sind, original für diesen Polo, was recht selten war. Die habe ich damals echt Glück gehabt, dass ich die gekriegt habe, weil ich immer schon irgendwie die Kurbeln weghaben wollte, dass das alles ein bisschen cleaner ist und dann mit den elektrischen Fensterheber. Ich habe damals eine ganze Weile gesucht, bis ich irgendwann welche gefunden habe und da habe ich echt Glück gehabt, dass ich die noch verbauen konnte. Den Käfig habe ich damals auch im Internet gefunden, da hat den jemand angeboten, der war ja relativ weit weg, aber zu dem Zeitpunkt, das war ja relativ zeitnah nach der Ausbildung, da hatte ich natürlich noch nicht so das Geld. Ne? Da habe ich natürlich geguckt, ja, was kannst du machen, was kannst du hier und da. Dann hatte ich einen Bügel erst mir gekauft und dann dachte ich, nee, da muss mehr hin. Ne? So, und dann habe ich halt natürlich gesagt, gut, okay, ich möchte eine komplette Zelle haben, einen kompletten Käfig mit Haarstrebe, mit Diagonalstrebe, allem drum und dran und hinten halt ein Kreuz. So. Und ja, daraufhin habe ich mir dann den Vichas geholt. Das ist der jetzt aktuell da drin ist. Den habe ich dann mir in der Variante, so wie er jetzt da drin ist, habe ich mir dann gekauft und habe den dann halt eingebaut, ja. Lenkrad ist ein 30er Sportlenkrad drin. Das ist ja auch von Anfang an eigentlich schon drin. Das habe ich gleich, nachdem ich den gekauft habe, musste natürlich ein anderes Lenkrad rein. Dieses große, das war natürlich nicht so toll. Ne? Und ja, mit 18 Jahren, da hat man ja bestimmte Sachen dann gleich schon mal gemacht. Gleich alles umgebaut und ja, das ist eigentlich auch schon von Anfang an drin, seitdem ich das Auto besitze. Außen am Fahrzeug habe ich mir gedacht, so dadurch, dass ich den ja sowieso dann abgemeldet habe und wollte den halt dann einmal komplett machen, dann kam es natürlich dazu, ich wollte die Heckklappe teilclean machen. Dann habe ich die Radläufe sind ein Stück verbreitert, dann dadurch die Originalkante wieder hingezinnt, dass das halt alles ein bisschen breiter wird, dass man auch mal ein bisschen variieren kann mit den Felgen halt, die man drauf machen könnte. Dann habe ich Audi A6 Türgriffe habe ich eingeschweißt, vorne den bösen Blick habe ich eingeschweißt und dann ging es irgendwann dann darum um die Farbe. Da habe ich dann mit meinem guten Kumpel Markus gesprochen, MR Paintbox. An der Stelle auch mal vielen Dank für das Lackieren, hat er sehr gut gemacht. Der Lack ist jetzt ungefähr 12, 13 Jahre da drauf und sieht aus wie neu. Ja? Also ich habe das Auto seitdem auch noch nie einmal poliert.
Ich traue mich da nicht ran. Ich hatte damals einen Golf 3 Cabrio, da habe ich poliert und da war auf einmal ein bisschen Lack weg. Das war nicht ganz so gut und deswegen, ich habe da noch nichts poliert an dem Auto und wie gesagt, er steht echt gut da. Und wie gesagt, vielen herzlichen Dank dafür nochmal an der Stelle und mit dem Lack, den haben wir dann ausgesucht, da haben wir eine ganze Weile gebraucht. Er hat mir dann halt mehrere Lacksorten genannt und haben wir Bilder geguckt und so. Und ja, das war alles nicht so das, was ich halt irgendwie wollte. Vom BMW oder vom Porsche, das Braun. Ich wollte immer einen Braunton haben. Aber diese beiden Töne, die waren mir, wenn es halt noch nicht ganz dunkel war, aber wenn es schon ein bisschen Dämmerung war, kommt das immer so rüber wie schwarz, so ein bisschen. Und ich wollte halt kein schwarzes Auto, davon fahren mir halt zu viele rum. Und deswegen haben wir den Farbton gefunden, der kam irgendwie aus den Staaten. Wie gesagt, dadurch, dass es jetzt schon so lange her ist, kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, was das genau für ein Ton ist, aber der kam aus den Staaten und dafür habe ich mich dann entschieden. Dann haben wir ein Probesprüh gemacht und da habe ich gesagt, der ist das und da mussten wir das so machen. Felgen sind, eigentlich war es mal eine Notlösung, weil wo ich das Auto fertig gemacht habe, ich brauchte unbedingt Felgen. Und da ich nicht irgendwas drauf machen wollte, was dann wirklich komplett hässlich ist, habe ich halt die gefunden. Das sind vom 1er Octavia die Felgen in 16 Zoll, 6,5 x 16. Habe gedacht, die könnten ganz gut aussehen mit 165er Reifen, mit 40er Höhe. Habe das dann einfach mal alles komplettiert und dachte mir, ja, das sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Und daraufhin habe ich dann gesagt, gut, okay, die bleiben und vielleicht kommen irgendwann noch mal andere Felgen, weil ja, von hinten ist ein bisschen zu schmal, würde ich sagen. Aber ja, das werde ich dann sehen. So, Bremsanlage habe ich umgebaut. Vorne ist eine G60-Bremsanlage drin mit 280er Scheiben. Hinten ist die vom Golf 2 16V drin mit 228er Scheiben. Dann habe ich das Ganze auf 5x100 umgebaut. Normalerweise gibt es ja diese Polos nur in 4x100. Und da ich nicht unbedingt nur Adapterplatten machen wollte, weil das kann halt jeder, dachte ich so, ich setze mich mal hin und recherchiere mal, wie kann man sowas umbauen auf 5x100. Hinten ist natürlich relativ easy, ne? Dann baut man einfach andere Scheiben ein, auf 5x100er Lochkreis mit den Radlagern, fertig. Vorne war es ein bisschen anders mit dem Umbau. Da habe ich Radnaben gebraucht, die vom Golf 2 sind, auch 5x100 mit dem Lochkreis. Die musste ich dann abdrehen lassen auf die richtige Größe. Dann habe ich die Antriebswellen sind die Originalen. Die Außengelenke musste ich natürlich vom Golf 2 NZ-Motor nehmen, weil die von der Verzahnung her mit der Radnabe und meiner Antriebswelle passen. Das war halt alles so ein bisschen gefummelt, aber es hat irgendwann am Ende funktioniert. So und ja, dann vorne halt mit Salzmann-Adaptern für die Bremse und so, ja. Fahrwerk habe ich ein Weitec drin. War früher halt so gang und gäbe, das ist halt auch schon ewig da drin, 80/60 und ja. Ja, was ich ändern würde, eventuell wäre noch, dass ich vielleicht doch noch mal andere Spiegel ranmache, weil damals vor 14 Jahren hat man halt anders gedacht. Ich muss dazu sagen, das Auto habe ich damals abgemeldet und es stand 14 Jahre abgemeldet in der Garage, wo ich hin und wieder immer mal wieder was dran gemacht habe. Irgendwann hatte ich ein Tief gehabt, da hatte ich alle Schweißarbeiten hatte ich erledigt mit Heckklappe, Türen, die A6-Türgriffe reingemacht, vorne die Motorhaube verlängert. Dann das komplette Auto im Füller gewesen und dann kam halt der Schreck. Ne? Vorne an der Motorhaube habe ich dann gesehen, da kommt eine Blase. Ja, das war natürlich dann nicht so schön. Ne? Habe ich dann natürlich erstmal geguckt, runtergeschliffen, was da los ist. Ja, war natürlich Rost drin in der Schweißnaht. Und ja, das kann natürlich daran liegen mit dem Schweißgerät, dass das halt nicht das perfekte Schweißgerät für diese Arbeiten war. Dann hatte ich halt einen richtigen Rückschlag, hatte keine Lust mehr auf das Auto, musste echt, ich konnte es noch nicht mal angucken, ich bin echt vorbeigegangen, habe gesagt, ach egal, irgendwann vielleicht oder ich verkaufe das alles. Und irgendwann kam dann halt der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nee, jetzt musst du machen, ne? Jetzt musst du wirklich Gas geben, jetzt willst du das Auto fertig machen. Und ja, dann habe ich halt kurz entschlossen gesagt, das muss gemacht werden.
Und dann habe ich es halt dann gemacht. Ne? Und deswegen steht das Auto halt schon so lange mit dem Lack und alles so, wie es da ist. Und ja, jetzt effektiv seit 3 Jahren ungefähr, dass ich ihn auf der Straße habe, angemeldet habe, alles eingetragen habe. Ja. Vorwiegend habe ich es alleine gemacht. Also die ganzen Umbauarbeiten, das habe ich schon alles so allein gemacht. Auf jeden Fall bei Markus, bei MR Paintbox, da auf jeden Fall ein Riesendank. Er hat das Auto lackiert, im Endeffekt hat er sogar 2-mal lackiert, weil er gesagt hat, wir machen eine Grundfarbe schwarz, dass wenn mal irgendwas ist, man mal nachlackieren muss oder so, dann wissen wir, okay, wir lackieren es vorher schwarz, dann haben wir auf jeden Fall ungefähr den Farbton immer besser getroffen. Und dann kam halt das Braun drüber, da hat er sich echt Mühe gegeben. Also da auf jeden Fall, das ist halt ein echt gutes Ding geworden, das war echt super. Und damals hatte ich noch die Radläufe, da hatte mir noch ein anderer Kumpel geholfen, Matthias. Und das war auch sehr gut, der hat mir geholfen beim Zinn, ja, der ist Karosseriebauer und der hat mir bei den Radläufen noch geholfen, dass ich nicht ganz so doof dastehe und dass nicht alles wieder passiert, wie es vorher passiert ist. Meine Eltern, die fahren selber ihre Autos nicht in die Garage, weil mein Auto drin steht. Und da auch noch mal einen ganz herzlichen Dank, dass ich überhaupt mein Auto da hinstellen kann. Da ist es natürlich sicher, ne? Man macht sich ja natürlich immer Gedanken. Und ja, das finde ich auch echt super, dass ich halt bei meinen Eltern das Auto halt unterstellen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Ich werde euch versuchen zu antworten. Und ja, bis denn.